Ich hoffe, die kommen heute noch. Ich bin gespannt, wie die beiden heute wieder zusammenpassen werden. Das ist eine super spannende Mischung, die wir da heute beieinander haben und bin ganz gespannt, weil es wird großartig werden. Was wird das, Boris? Keine Ahnung. Okay. Wir können anfangen. Wir begrüßen heute Helinde Pauer-Studer, Philosophin. Du wirst nachher noch mehr zur Biografie sagen. Vielen Dank, Helinde, dass du es geschafft hast zu uns. Und den Michael Köhlmeier, muss man glaube ich nicht vorstellen, kennt jeder. Also wir wollten dieses Duo zusammenbringen, wir wollten euch beide zusammenbringen, weil wir ganz konkrete Vorstellungen damit verbunden haben. Ich hoffe, sie lassen sich im Laufe des Gesprächs irgendwie verwirklichen. Wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten der Erste-Stiftung. Wir haben sozusagen diese architektonische Intervention da hereingebaut, weil wir uns sozusagen von der Gesprächssituation Inspiration und ein bisschen Intimität erwarten, im Sinne von, wir gehen wirklich miteinander ins Gespräch. Und wir dachten, dass das Gesprächsformat das geeignete Instrument ist, um in dem Denken und in den Anliegen, die wir haben, ein Stück weiterzukommen. Also noch einmal ein herzliches Dankeschön fürs Dasein und Christian, ich übergebe dir. Der Grund, warum der Boris mich vor ein paar Monaten angerufen hat, war, dass er einen neuen Wertekatalog für die Erste Stiftung entwickeln will. Ein Wertekatalog, ein Erzählungsband, eine Charta, ein Manifest, was auch immer es dann am Schluss wird. Aber Tatsache war, dass wir begonnen haben, uns gemeinsam mit den Werten, die das Tun dieser Stiftung, dieses Unternehmens zu tun haben, zu befassen. Und daran versuchen wir jetzt anzuschließen und da haben wir uns überlegt, welche Themenfelder gibt es, wo wir uns gern intellektuelle Unterstützung reinholen wollen. Und da haben wir so 7 Themen definiert: Mensch, Standort, Wohlstand und Ressourcen, Veränderung, Auftrag, Zukunft und Sorgfalt und Sinn und Form. Das ist jetzt so unser heutiges Thema, ein ganz kleines Thema. Wir wollen jetzt in dem Gespräch heute idealerweise so Möglichkeiten erörtern, wie man einer Gemeinschaft aus möglicherweise verschiedenen Kulturkreisen Werte vermittelt und Anhaltspunkte für ein gemeinsames Denken und Handeln erkennt, weitergibt und gewissermaßen Räume für gemeinsame Imagination und Handlungssicherheit anbieten kann. Ich möchte gern eine erste Frage stellen, die in unseren Themenbereich vielleicht hineinführt. Und das ist eine persönliche Frage. In welchen Werken schauen Sie persönlich manchmal nach, wenn Sie Orientierung brauchen? Also außer dem Stadtplan natürlich. Außer Stadtplan und Bibel, oder? Na, Bibel darf man. Nein, ich sag's jetzt nicht. Also persönlich für Orientierung, ich weiß nicht, ich bin beruflich so beschäftigt mit den Texten und ich liebe die Klassiker der Philosophie und das ist nicht immer ganz einfach, weil es dann natürlich von einer gewissen Gender-Perspektive her auch durchaus Spannungen gibt. Aber die Texte sind für mich faszinierend, verbindlich und müssen einfach immer wieder neu interpretiert und neu gelesen werden für komplexere Realitäten. Also ich werde der Klassiker nicht müde. Und zwar besonders, weil wir Aufklärung angesprochen haben,
bei mir die schottische Aufklärung und daneben auch Kant. Aber das ist ja, das, was Sie da ansprechen, ist ja eigentlich schon das, was wir jetzt in einem anderen Kontext versuchen, nämlich dass man klassische Werke wie diese Gründungsurkunde versucht neu zu kontextualisieren und in einem neuen, anderen Zusammenhang zu verstehen. Ja, also was man aktuell, ja, ein Klassiker, der im Moment also zu unserer Situation sehr spricht, ist natürlich Thomas Hobbes. Ja. Also niemand hat genauer als er analysiert, was passiert in einer Situation gegenseitigen Misstrauens und einer Situation, in der praktisch überhaupt keine vertragsmäßige Kommunikation mehr möglich ist. Und eigentlich das, was man von ihm lernen kann, und das trifft auch auf die jetzige Situation zu, man muss also praktisch einen Schritt im Moment hinter die Aufklärung zurückgehen und sich ganz basal fragen, gibt es überhaupt irgendwelche Gründe, Motive, Bedingungen, wie man Menschen dazu bringt, aus einer Situation, sagen wir, des Bürgerkriegs oder des Kriegs überhaupt noch einen Ausweg zu finden in einer Situation, wo also gegenseitiges Misstrauen von anderen Emotionen wie Ablehnung, Hass und so weiter abgesehen, wie das überhaupt noch möglich ist. Und das Interessante ist, das einzige Modell, das er für diese Situation hat, auch aus einem Kalkül rationalen Eigeninteresses heraus, ist, eine externe Macht einzuführen. Bei ihm war das eben der sogenannte Leviathan, eine übermäßige staatliche Souveränität. Und der Vertrag, diese staatliche Souveränität einzusetzen, aber auch anzuerkennen, dieser Vertrag muss interessanterweise unter den Bürgern gemacht werden. Also mit dem Souverän ist gar nicht kein Dialog möglich. Und die einzige Funktion, die er hat, dieser Souverän, dieser Extreme, ist Sicherheit herzustellen. Und wenn er das nicht mehr kann, dann darf man auch ihn entfernen. Ja? Und das ist eigentlich eine faszinierende Geschichte, abgehandelt im 13. Kapitel des Leviathan. Und es ist ein klassisches Gefangenendilemma-Situation, das er perfekt analysiert hat. Aber das Traurige ist, dass wir unvermittelt innerhalb weniger Monate philosophiehistorisch, aber auch intellektuell zurückgeworfen werden von der Aufklärung in die Neuzeit, wo also Hobbes, weiß man, hat in einer Situation permanenter Gefahr und permanenten Bürgerkriegs gelebt, war auch persönlich verfolgt. Das ist eigentlich das Erschütternde im Moment. Michael, darf ich dir die Frage auch noch einmal stellen? An welchen Werken orientierst du dich manchmal oder welche suchst du, um Orientierung oder Inspiration zu finden? Es gibt in den Maximen und Reflexionen von Goethe gibt es ein Zitat, wo er schreibt: Frag doch nicht nach, wer der Homer war und so weiter. Er schaut in den Himmel, in den Nachthimmel zu den Sternen und denkt sich, was wird wohl aus mir? Das hat mich immer sehr gerührt, wo ich mir auch immer denke, dass diese Frage endet eigentlich schon fast mit dem 30. Lebensjahr, weil man dann, oder spätestens mit dem 40., weil man dann weiß, was aus einem geworden ist. Und die Frage, aber was wird wohl aus mir, sich zu stellen, auch wenn man 70 ist, das hat schon einen Reiz. Nicht? Und deshalb komme ich auf den Homer, obwohl das irgendwie nahe liegt. Aber es ist halt so, dass wenn ich das lese, und zwar in dieser alten Übersetzung vom Voss noch, die, was heißt falsch ist, vielleicht nicht das richtige Wort, aber die einem manchmal in eine falsche Richtung verweist. Oder wenn das heißt, der große Führer der Völker,
so ist das nicht richtig übersetzt. Da stellen wir uns was anderes drunter vor, sondern es heißt einfach der Anführer des Heeres. Das ist dann viel trivialer. Und es gibt dann Übersetzungen, die einem dann näher sind, aber nicht so schön klingen wie die Vossische Übersetzung. Aber wenn ich in der Vossischen Übersetzung ist es bei mir so, wie wenn ich einen Schalter umlege in mir und ich in einen Erregungszustand komme, dem man eigentlich nur der Jugend zurechnet, sagt, da fühle ich mich dann wie 30 und denke mir dann wieder, was wird wohl aus mir, wie der Goethe geschrieben hat, wenn ich den Homer lese, jetzt vor allen Dingen die Odyssee, da trete ich so außer mich. Also in einer persönlichen Krisensituation beginne ich mich dann nicht mehr für mich zu interessieren. Und das ist heilsam. Also ich nehme an, dass die Frage, du stellst halt, was ist, wenn ich für mich orientierungslos, nicht wenn die Gesellschaft um mich herum orientierungslos wird, sondern wenn ich mich orientierungslos fühle, dann lese ich in die Vossische Übersetzung vom Homer und beginne mich schlagartig nicht mehr für mich zu interessieren oder weniger, und das tut dann gut. Bei einer deiner Figuren, die jetzt durch ein paar Bücher gewandert ist, hast du folgendes Zitat geschrieben von Joel Spazierer, der ein Mörder, Blender, Stricher ist, ein Gesetzloser. Zitat: Ich konnte stundenlang dasitzen, ohne etwas zu tun, ohne etwas zu denken. Ich wollte den leichtesten Weg gehen. Ich hatte keine Überzeugungen. Ich besaß nie den Ehrgeiz, ein guter Mensch zu werden, auch wenn ich eine Zeit lang glaubte, Moral gehöre zu unserer Grundausstattung. Welches Tor machst du da auf? Das könnte ja auch die Grundüberlegung eines innerhalb einer Gesellschaft eines guten Menschen sein. Also mir ist mir vorhin durch den Kopf gegangen, als Sie das gesagt haben, habe ich überlegt, also ich mache einen kleinen Bogen, der kategorische Imperativ von Kant, also den jeder kennt und vielleicht nicht wortwörtlich, aber im Grunde genommen weiß man, was er sagt, ist ja etwas, wo das Individuum mit dem anderen Individuum negativ verbindet. Das heißt, ich sage, was ich ihm nicht antue. Nicht, was ich Gutes für ihn tue, sondern was ich ihm nicht antue. Und das ist ja eine Grundbasis. Ich sage nicht, was kann ich dir Gutes tun, sondern ich sage, definieren wir doch einmal, was wir uns gegenseitig nichts Böses tun. Das ist einmal schon ganz gut. Und der Joel Spazierer sagt, also mit Moral kann ich jemandem was Böses tun. Ich kann ihm sagen, also hör mal zu, meine Moral ist so und so, wenn du dich nicht daran hältst, hau ich dir auf den Kopf. Oder ich habe keine Ideologie, sagt er, glaube ich, auch noch, oder keine Überzeugungen. Sage ich habe große Überzeugung, wenn du die nicht hast, dann werde ich dafür sorgen, dass du sie kriegst. Also das ist immer ein Prinzip zu haben, eine Überzeugung zu haben, beinhaltet auch immer ein großes Potenzial an Angriff gegen den anderen. So sehe ich das jetzt mal. Wenn er das so sagt, wundert mich ja eigentlich bei ihm, dass er zu einem Mörder und dass er ein notorischer Lügner ist, dass er überhaupt so geworden ist. Nicht? Ich könnte ja auch sagen, das ist eine Grundausstattung für einen guten Menschen, keine Moral zu haben, überhaupt keine Prinzipien zu haben, keine Vorstellung von der Welt zu haben, also alles zuzulassen, dann tue ich wenigstens niemand etwas anderen an, weil ich sage, ja, wenn der Meinung ist, man soll das und das tun, dann soll er es doch tun, ist mir wurscht. Nicht? Ich habe weder eine religiöse Überzeugung noch eine moralische Überzeugung. Ich frage Sie, wäre das nicht eine gute Ausstattung für einen Menschen? Also wenn Sie gesagt haben, es geht aus vom Individuum, das kann ich auch gut nachvollziehen. Und dann aber definiere ich es nur negativ, sage, ich bin ein Individuum und ich will dir nichts Böses tun. Mehr will ich gar nicht. Es ist doch eine gute Grundausstattung, oder nicht? Brauche ich eine Überzeugung? Brauche ich überhaupt eine Moral? Brauche ich eine Ethik? Benötige ich das? Genügt es nicht, wenn ich sage, das und jenes definieren wir, sollen wir einander nicht antun? Der Kant hat es eingekocht auf praktisch den Suppenwürfel an Moral. Oder? Ich glaube, kleiner formulieren kann man es gar nicht mehr, wie in kategorischen Imperativ.
bitte. Ja, also kategorisch imperativ, das ist ein komplexes Thema. Es gibt nämlich 5 Formulierungen und es gibt verschiedene Funktionen des kategorischen Imperativs. Ich habe nur gedacht, das sei ganz einfach. Also ich weiß jetzt nicht genau, auf welche Formulierung Sie anspielen, aber das ist natürlich, wo Sie, glaube ich, Sie haben die Formel des Zwecks an sich, also die Formel of Humanity im Blick. Und das ist, dass man andere immer zugleich als Zwecke, niemals bloß als Mittel. Und da ist ein Instrumentalisierungsverbot drin. Also ich darf andere nicht für meine Zwecke benutzen und gebrauchen. Die anderen Formulierungen, das ist auch ein Testkriterium. Das Testkriterium heißt nämlich, wenn die Maxime meines Handelns der anderen Person bekannt wäre, könnte sie rational dieser Maxime zustimmen. Und da sehen wir genau, dass wenn die Person etwas Wert auf sich selbst liegt, wird sie nicht ihrer eigenen Instrumentalisierung und Degradierung und Demütigung rational zustimmen können. Die anderen Formulierungen, das andere Testkriterium ist die Universalisierung, kann man sich das als allgemeines Gesetz denken, und die halte ich schon für unglaublich wichtig. Und das spielt auch auf etwas an, was Sie meinen. Das ist eine sehr behutsame Form, die andere Person hineinzubringen in die Überlegung, ist es verallgemeinerbar, also kann ich nicht eine Ausnahme für mich selbst machen, ohne dass ich inhaltlich dichte, substanzielle Vorgaben an andere liefere. Ganz Ihrer Meinung, dass wir völlig auf Ethik und Moral verzichten sollen, der Meinung bin ich nicht. Ich bin es nicht unbedingt. Ich schlage das nur vor, dass man auch darüber ganz überlegt. Ganz und gar nicht, aber ich bin sehr sensibel für die Gefahr der Moralisierung. Und das beste Beispiel sind wieder die Nazi-Rechtstheoretiker. Extremste Moralisierung, ja. Wir bringen Recht und Moral in eine Einheit, Angriffe auf Kelsen, Rechtspositivismus und so weiter. Und der andere Klassiker, der uns unglaublich viel über die Gefahren der Moral gelehrt hat, ist natürlich Friedrich Nietzsche. Und da bin ich sehr behutsam. Aber wir müssen Formen finden, wie wir grundlegende ethische Ideen übersetzen in normative Strukturen, die haltbar sind und die dieser Ideologisierung und diesem Missbrauch der Moral gegenüber auch weitgehend gewissermaßen geschützt bin. Und ich bin ganz Ihrer Meinung, wenn jemand also nur vom Standpunkt der Prinzipien kommt, ja, der Überzeugung, das einzig Richtige gefunden zu haben, das sind wirklich gefährliche Charaktere. Ich möchte noch auch einen, weil wenn es um Orientierung geht, ich möchte den Emmanuel Levinas reinbringen, der ja auch eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg seine Postulierung des Nie wieder, ja, da gab es ja eine, es darf nie wieder passieren, ja quasi dieses Bild aufgemacht, dass wir, wenn wir Identität konstruieren oder das Subjekt konstruieren, immer den anderen drin haben. Und das Europa, das ja dann entstanden ist, ja eigentlich dadurch entstanden, dass wir gesagt haben, wir können nur friedlich überlegen, wenn wir die Souveränität, also selbst auf kollektiver Ebene, das andere mit hereinziehen. Ja. Und was wir in letzter Zeit erleben, ist ja wieder ein Gegentrend. Und deswegen wollte ich noch einmal die Frage stellen, sozusagen, wir erleben Nationalismus. Ich erinnere mich jüngst an eine Diskussion, die mich völlig aus dem Konzept gebracht hat, mit dem man über Antijudaismus oder Antisemitismus, wo der alte Satz wieder irgendwie gekommen ist. Ja, wenn ich mir das so anschaue über die Jahrhunderte, da ist schon was dran, oder? Also man ist schon ein bisschen selbst schuld. So, und also das hat mich völlig, weil wir ja davon ausgegangen sind, ein paar Themen haben wir als Gesellschaft erledigt. Und wir kommen ja drauf, dass wir jetzt so man fragt sich, wo ist jetzt der Gegennarrativ oder was ist der Gegennarrativ eigentlich zu einer Situation, wo wir geglaubt haben, durch unsere Verfassungen oder durch unser Postulat, wir tun jetzt dem anderen nichts, was wir nicht gerne hätten, dass er uns tut, nicht mehr wirken.
sondern wo das Gegenteil gefragt ist, dass wir schon intensiver darauf hinweisen müssen, dass es ein paar Regeln gibt, wie wir miteinander umgehen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir eigentlich die Gründungen unserer institutionellen Welt irgendwie, ich komme leider jetzt nochmal auf Gemeinschaft, ich finde jetzt kein besseres Wort, sozusagen Institutionen so irgendwie funktioniert haben, dass sie so ein Grundprinzip an Menschlichkeit auch entfaltet haben, ja, wo es schon darum geht, sich um den anderen zu kümmern. Ja. Und ich frage mich, wenn wir jetzt sagen, wir wollen da rein, das betonen, zu sagen, man kann auch ein ökonomisches Konzept nicht nur so fahren, dass der Profit im Vordergrund steht, der ja auch da sein muss, damit die Dinge weitergehen, oder dass wir investieren, sondern ich muss ja irgendwie ein Postulat haben, an was ich glaube. Und ja, das suchen wir. Ja, wenn wir ein Regelwerk haben, das so ganz rational ist, wo man eigentlich sagen muss, jeder Mensch, der nur halbwegs vernünftig ist, muss dem zustimmen. Also wie Sie vorhin das gemacht haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, woher kommt die Lust, und ich sage jetzt bewusst Lust, dem nicht zuzustimmen, also das zu brechen. Und darf ich in Klammer sagen, weil du hast am Anfang gesagt, das Thema ist Sinn und Form, und da möchte ich auch auf die Form, ich lege die jetzt aus als etwas Ästhetisches. Ja? Also es gibt aus der Ästhetik, aus der Schönheit wächst Lust. Und ich habe ganz bewusst den Carl Schmitt genannt und dass Sie es den Levinas auch noch genannt haben, das kommt da schön dazu. Ich kann den nicht ohne Faszination lesen. Und zwar sei es auch nur, weil er formal so unglaublich verführerisch und schön ist. Wenn mich irgendetwas verführen kann, etwas Rationales beiseite zu lassen, ist es immer die Form des Schönen. Also und das ist auch das, was meine Empfindung anspricht, mein Gefühl anspricht, wenn es mich erhebt. Und wenn ich einer schönen Form begegne, und der ist ja so verführerisch, der Schmitt. Nicht? Also dass er in so Formeln spricht, diese berühmteste von ihm wahrscheinlich Souverän. Der Souverän ist, der über den Ausnahmezustand bestimmt. Schon bevor ich überhaupt weiß, was das bedeutet, finde ich es toll. Oder wie der Bertolt Brecht, wenn er sagt, was ist die Form? Die Form ist nichts anderes als die Organisierung des Inhalts. Schon glaube ich es. Das ist schon fast wieder so, wenn sich etwas reimt, hat es mehr Wahrheit in sich, als wenn es nicht reimt. Und das ist also diese Übermacht der Form. Und ich finde, das sollte man nicht vernachlässigen. Weil wenn das so rational laufen würde, dann würde ich mich fragen, ja, wieso geht es schief? Wieso geht nach dem Gesellschaftsvertrag, wieso kommt da das 20. Jahrhundert mit dieser ungeheuren Lust, alle Rationalität beiseite zu schieben und sich so ganz das Individuum aufzugeben und sich so ganz lustvoll in den See von was Kollektiven hineinzustürzen? Diese Rationalität ist oft nicht so schön, obwohl das, ja, vielleicht ist das falsch ausgedrückt. Ich darf mich jetzt auch falsch ausdrücken, weil wir sind ja in einer Diskussion, ja, oder? Aber woher kommt die Lust, all diesen rationalen, klaren, dem zuwider zu handeln? Woher kommt es? Und es wäre ja ein Fehler, diese Lust nicht mit einzuberechnen. Das ist ja, glaube ich, ein Fehler von simpler Aufklärung, dass man diese Lust, auch die Lust an der Zerstörung, an die Lust am Hässlichen, die Lust am Blutigen, dass man das nicht mit einberechnet und sagt, wenn man den Menschen überzeugt davon, dass das ja eigentlich ihm schadet und den anderen schadet, dann tut er es nicht. Er tut es trotzdem und tut es vielleicht sogar noch lustvoller als vorher, nicht? Weil sonst wären, ich würde sagen, nach der Aufklärung alle Kriege erledigt. Wir haben das durchdiskutiert und haben festgestellt, das ist unvernünftig, das schadet mir und schadet dir. Sagt es dem Herrn Putin. Er ruiniert vermutlich Russland. Er wird es ruinieren vermutlich. Und trotzdem tut er es. Und trotzdem, man hat auch in Deutschland gewusst, ab einem gewissen Zeitpunkt, es wird Deutschland ruinieren, es wird Deutschland zerstören, wird Europa zerstören, es wird dich zerstören, deine Söhne werden sterben, deine Väter werden sterben. Und trotzdem haben sie eine große Lust an diesem Untergang gehabt. Und ich glaube, dass ist die Angst größer als die Lust?
sozusagen. Die Lust ist größer als die Angst. Ja, so aber ist ich will jetzt nicht den alten Freud rausgraben, der dann irgendwie am Ende seines Lebens gesagt hat, der Todestrieb ist stärker als der Sexualtrieb. Aber woher kommt die Lust zur Zerstörung? Das finde ich eine entscheidende Frage. Können Sie darauf antworten? Ja, also es ist ein kompliziertes Thema, aber ich stimme Ihnen zu, dass man also ich habe ja nur bestimmte normative Argumente nachgezeichnet. Und Sie haben gesagt, diese Systeme sind wackelig, sie sind wackelig und sie halten nicht immer. Ja? Sie halten nicht vor Irrationalismus, vor Sadismus, vor Machtrausch und so weiter. Ich möchte aber da schon ein ganz kleinen Aspekt einfügen. Das, was Sie hier beschreiben als, wie soll man sagen, also unvermeidbar, also unentrinnbar, muss man schon auch ein bisschen aus der Gender-Perspektive sehen. Wer waren die großen Zerstörer? Ja. Und das muss man schon. Ne? Das muss man. Ja gut, die Frau Thatcher hat einen Krieg am Ende der Welt begonnen, damit sie ihre Wahl gewinnt. Nicht? Also, ja, also ganz so ist es nicht. Ich würde es jetzt nicht aufteilen, aber es ist schon so, dass es natürlich mit bestimmten, sagen wir, Selbstbildern zu tun hat, wo natürlich, also die Frage ist, also was glaube ich im Moment Europa erschüttert und die Welt insgesamt erschüttert ist, dass in normative Institutionen, die aufgebaut wurden, und in der Präambel heißt es, um die Menschheit von der Geißel des Krieges zu befreien, nach 50 Millionen Toten, ja, da war der Schock da und da war die Idee da, also irgendwas müssen wir Institutionen aufbauen und diese Institutionen sind, wie Sie sagen, von einem Politiker mehr oder weniger beiseite geschoben worden. Und die Frage ist, hätte es auf diesem langen Weg dorthin Abbiegungen gegeben, hätte es sie nicht gegeben, was ist eigentlich passiert? Und man sieht natürlich auch etwas, was schon auch gemessen an dem, dass wir hier ja auch bei einer Institution sitzen, die an eine Bank angebunden ist, dass offenbar ökonomische Relationen nicht in der Lage sind, alle Formen von Zerstörungswut unter Kontrolle zu bringen. Weil, wie Sie richtig sagen, ökonomisch gesehen, ja, ist es der helle... Ist es Unsinn? Unsinn, ja. Ist es kompletter Unsinn, ja. Eine ganze Volkswirtschaften werden daran zugrunde gehen jetzt. Und ich weiß auch nicht, diese Frage zu beantworten. Nur was ich nicht machen würde, ich würde vor dem Umkehrschluss warnen. Ich würde davor warnen zu sagen, weil das passiert ist, weil es immer wieder solche Individuen gibt, die man offenbar durch institutionelle Mechanismen schwer unter Kontrolle bringt, dass die Argumente, die normativen dadurch ungültig geworden sind und so weiter. Ich finde, dass diesen Umkehrschluss sollte man nicht gehen. Ja? Und es wird der Punkt kommen, wo auch dieser Krieg, egal wie er ausgeht, an ein Ende gekommen ist, so oder so. Und dann ist die Frage, was tun wir mit einer solchen Situation? Wir werden wieder lernen daraus, wie man aus dem 30-jährigen Krieg gelernt hat. Der hatte der Aufklärung einen Mordsschub gegeben, hat gesagt, das darf man nicht tun, Trennung zwischen Kirche und Staat. Wir werden daraus lernen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wir werden es nicht besiegen. Es gibt auch, ich meine, es ist ja nicht nur das Individuum das Problem, das alles außer Kraft setzt, wie der Hitler oder wie es der Putin jetzt tut. Das Hauptproblem sind ja diese Leute, die ihm begeistert folgen, oder? Es hat diesen schönen Artikel gegeben von dem Freund von Montaigne, der Etienne de la Poésie, über die freiwillige Unterwerfung. Das ist ein irrer Text. Das ist unglaublich. Der ist damals schon von langer Zeit geschrieben worden, hat, glaube ich, nur einen Text geschrieben, der junge Mann, dann ist er gestorben. Aber wie er dem nachgeht, dem Phänomen, dass wir wissend, sehenden Auges, wissend, wie es ausgehen wird und alles doch für diesen augenblicklichen Flash uns jemandem ganz hinzugeben, alles aufs Spiel setzen. Da sind wir schon einmalig als Kreatur.
Also wenn wir jetzt so groß reden hier, nicht? Da wüsste ich kein Tier, das es tut, oder? Das sagen Sie es mir. Ich weiß es nicht. Ich bin also in der Zoologie nicht so bewandert, wie in den normativen Argumenten. Die Dichter trauen sich da mehr als die Philosophen, glaube ich. Ja, ich glaube weil sie auch, selber auch so sich hingeben, Entschuldigung, wenn ich es unterbreche, weil sie beim Schreiben auch, man kann ungefährdet ganz Böses auslassen als Dichter, als Philosoph. Muss man da aufpassen. Ja. Der Marquis de Sade ist 27 Jahre im Gefängnis gesessen für seine Philosophie. Nicht? Das muss man. Ja, aber wir leben Gott sei Dank in einer Situation, wo wir in die Theater gehen können und uns an den Grausamkeiten weiden, die wir auf der Bühne irgendwie die ganz notwendig sind. Ja, absolut notwendig sind. Man geht dann irgendwie befreit raus, wenn man ein bisschen durchatmen. Halte ich den Nietzsche für einen ganz großen Künstler. Ja. Nein, überhaupt keine Frage. Ich darf der Diskussion ein bisschen einen Schwenk geben, sozusagen. Weil mich würde schon interessieren, es gibt trotzdem gesellschaftliche Institutionen, wo wir sehen, dass sie sozusagen von den Autokraten begonnen werden, bekämpft zu werden, in dem Moment, wo sie an der Macht sind, weil sie auf Solidarität bauen. Und da können wir jetzt reden von Gewerkschaften, wir können reden von Institutionen der katholischen Kirche, Krankenhäuser, Institutionen der Wissenschaft. Diese Institutionen sind für jeden Autokraten, wenn er mal an die Worte, ein Dorn im Auge, weil er seine Lügengeschichte nicht durchkriegt. Und sie basieren meistens in der Gründungsgeschichte auf eine gewisse Solidarität. Und was mich oder was uns halt so interessieren würde, ist, sozusagen, wir auch, sozusagen, also die haben sich damals gefunden und haben gesagt, wir müssen was für die Menschen, also dieses wachsende Proletariat in den Städten, die völlig ausgeliefert sind, den ökonomischen Interessen, aber auch den Feudalinteressen damals noch, mehr Selbstständigkeit. Kann man alles da drin lesen, sozusagen. Und jetzt geht es mir darum, wenn wir darüber nachdenken, das heute, bei schwächer werdenden Bindungen, ich traue mich das gar nicht mehr sagen, ja? Oder wo sind die Quellen sozusagen? Also ich kann mir selbst in meiner Jugend noch erinnern, da gab es mehr Selbstverständlichkeit in dem, was man mitgegeben bekommen hat. Man hat nicht so viel, man hat schon hinterfragt oder vielleicht stärker noch hinterfragt als heute, aber Solidaritätsquellen, Quellen der Solidarität. Und wenn wir über die Vergangenheit reden oder die Bewältigung der Vergangenheit, das Erinnerungsvermögen an Vergangenheit, das wir ja hochhalten, um zukünftiges Leid zu vermeiden, basiert es ja auch im Grunde genommen auf einer Geschichte, dass wir was Gemeinsames teilen. Ja? Und was mich jetzt halt interessieren würde, wenn wir so ein Denken heute also wenn wir da sitzen, würden sagen, wir sperren uns jetzt ein für eine Woche und sagen, wir kommen mit einem Text, von denen die Philosophin und der Schriftsteller das Gefühl hat, wir erwischen das Moment der Zeit, weil wir sagen, wir können wieder ein Stück Festigkeit oder Orientierung, das Wort ist so groß, Halt, Nachdenken, wie auch immer geben. Was würden wir schreiben? Oder könnten wir gemeinsam was schreiben? Ist das ein Vorschlag oder ist das völlig absurd? Ist es notwendig oder ist es gar nicht notwendig? Weil die Menschen wissen sozusagen, was im Gesetz steht. Was im Gesetz steht. Sozusagen, alles funktioniert irgendwie. Oder sagen wir, ist die Tatsache, dass ich einen kleinen Gründungsgedanken ins Denken hineinbringen will, zu überheblich, weil jeder weiß, was ihm zusteht oder wie er es richtig macht. Also als Künstler oder Schriftsteller, nehmen wir es an, unter dem Überbegriff Künstler geht es auch, da würde ich sagen, es fehlt, das schwankt natürlich immer wieder. Bei Gesellschaften, dann geht es wieder unter, dann kommt es wieder auf, das Individuum kommt manchmal hoch und dann kommt das Kollektive wieder hoch. Aber was beides verbinden könnte, wäre ein Begriff von Schönheit. Das ist auch etwas, was verloren geht oder nicht mehr so groß an Bedeutung hat. Schönheit ist etwas, was das Individuum direkt mit der Gemeinschaft verbindet, glaube ich. Also Schönheit nur individuell definiert ist vollkommen sinnlos.
Schönheit ohne Individuum zu definieren, ist vollkommen sinnlos. Schönheit ist etwas, was das Individuelle mit dem Kollektiven unmittelbar verbindet, weil das nur entstehen kann, Schönheit, indem sich Individuum mit Kollektivem verbindet. Wenn ich der letzte Mensch auf der Welt wäre, wie in diesem Roman vom Thomas Glawinitsch, Die Arbeit der Nacht, wäre es vollkommen sinnlos, etwas Schönes hervorzubringen. Es wäre sinnlos, ein Gedicht zu schreiben, es wäre sinnlos, ein Bild zu malen. Es wäre vollkommen sinnlos. Das heißt, der individuellste Ausdruck, den man sich vorstellen kann in einer Gesellschaft, ist der des Künstlers, der ja praktisch nur für sich arbeitet und trotzdem ist seine Arbeit nur sinnvoll, wenn er ein Kollektiv da hat. Und wenn wir uns wieder... Also du würdest nie einen Text schreiben, wenn keiner da wäre, der ihn lesen kann? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ich nicht will, sondern weil es vollkommen sinnlos wäre. Es wäre vollkommen sinnlos. Also ich glaube, es wird auch mein Sohn kein Bild malen, er ist ein Maler, wenn es niemand gäbe, der es anschauen würde. Die Schönheit verbindet das Individuum mit dem, darf man kollektiv sagen, ich habe es mit Ihnen. Wenn Sie sagen, die Gemeinschaft ist immer so eine Sache, ja. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber das Relationale kommt dann einmal raus, oder? Ja. Also das auf den anderen gerichtet. Wir diskutieren in unserer Öffentlichkeit zu wenig über die Schönheit. Das bedeutet wenig. Und dabei merken wir, wenn wir ihr begegnen, wie wohltuend sie ist. Wenn ich in den Bregenzer Wald, sage ich jetzt als Vorarlberger, wenn ich in den Bregenzer Wald fahre und dort diese Architektur sehe, die jedem Halbblinden auffällt, wie schön sie ist, diese moderne Architektur, dann weiß man auch, was für ein wohltuendes und was für ein Wohlgefallen das ist. Wir sollten mehr über die Schönheit diskutieren. Nicht heute hier, sondern das auch, aber in unserem Zusammenleben. Aber in welchem Kontext meinst du das jetzt in Begriff auf das, was wir vorhaben? Was wir als Gesellschaft vorhaben, oder? Na, was wir jetzt vorhaben hier bitte? Wir vorhaben, meinst du? Ja, mit einem Text, der Menschen verbindet, möglicherweise motiviert, ihnen Antworten gibt auf Fragen, die sie haben. Das Thema, das ihr gestellt habt, Sinn und Form, ist genau richtig. Und wir sind gewohnt, ein größeres Gewicht auf den Sinn zu legen. Ich könnte auch sagen, der Sinn entsteht aus der Form. Das wird jeder empören, jeden empören. Wir sagen, es ist zwar vollkommen sinnlos, aber es schaut schön aus. Umgekehrt, es schaut schön aus, also nur dann kann es einen Sinn haben. Das würde ich jetzt sagen. Aber das, glaube ich, da habe ich dir die Antwort nicht gegeben jetzt, glaube ich. Aber vielleicht auch deswegen, weil ich die Frage nicht verstanden habe. Genau. Vielleicht sagst du mir es nochmal. Oder stellst die Frage an die Kollegin, die ist gescheiter als ich. Nein, ich meine, wir sind auf der Suche nach der Verbindung von dem, was wir uns vornehmen, von dem, was diese Institution kann, und einer Möglichkeit, diesen Inhalt mitzuteilen. Ich versuche zu übersetzen. Oder? Die haben damals etwas geschaffen, was heute noch existiert. Es existiert in Form einer gemeinnützigen Stiftung, die wir sind, aber die halt auch eine Bank besitzt. Und das Verhältnis ist interessant, weil wir leben nach diesem Muster, wir sind gemeinnützig, wir stellen den Menschen in den Vordergrund und wir haben wir besitzen quasi unter Anführungszeichen eine Institution, die nach anderen Regeln funktioniert. So, dieses Spannungsverhältnis ist sehr interessant, weil es produktiv ist und weil es existiert und weil die Erwartungshaltung da ist und immer stärker kommt von einem riesengroßen Unternehmen, das immer im Kampf um Produktivität und Shareholder Value und Kundennutzen steht und auf der anderen Seite aber ein hehres Ziel verfolgt, das hier aus der Gründung mitgegeben wird. Und da suchen wir sozusagen den Weg, der uns hilft, dem einen ich würde sagen mal einen gesunden, schwierig, Financial Health, einen gesunden Rahmen zu geben, weil wir glauben, dass erst wenn ich diesen Begriff des Menschen oder wenn ich eine Begrifflichkeit von Solidarität oder wenn ich weiß, was ich am Ende des Tages mit dem, was ich als Mission empfinde, wirklich umsetzen kann, ich
der Gründungsidee gerecht werde. Nur ich kann mich nicht immer auf die Gründungsidee besinnen, weil die ist mittlerweile so alt und in der Formulierung jungen Generationen nicht mehr so erschließlich. Ja. Und natürlich war das wahnsinnig schön. Das ist eigentlich urschön, sozusagen von der Formulierung. Also ich hab nur, hast du den Satz parat, sozusagen am Anfang, und da sind auch Begriffe drinnen, die wir heute uns gar nicht mehr trauen, in dem Zusammenhang zu verwenden. Zum Beispiel? Ich lese davor. Lies den Satz vor, der ist ganz am Anfang. Also zum Beispiel die erste Broschüre, die da dazu gemacht wurde, die hatte auch schon einen schönen Namen, nämlich die Worte eines Menschenfreunds. Ne? Ja. Und, schön. Genau. Ja. Ganz schön. Ja. Und da wurde zuerst mal ein für die damalige Zeit radikaler Gedanke formuliert, nämlich kein Alter, kein Geschlecht, kein Stand, keine Nation ist von den Vorteilen ausgeschlossen, welche die Sparkasse jedem Einlegenden anbietet. Das ist eine Geschichte. Eine zukunftsgerichtete Idee war, wie viele Kinder sehen jetzt schon in der Sparkasse ein Kapital wachsen, welches ihnen die erste Stütze für ihre Zukunft, der erste Anhaltspunkt bei ihrem Eintritt in das bürgerliche Leben sein wird. Und dann darüber hinaus kein Vater, keine Mutter, kein Seelsorger, kein Schullehrer, kein Fabriksinhaber, kein Gewerbsmann, kein Dienstherr, kein Menschenfreund soll eine Anstalt mit gleichgültigem Auge betrachten, welche keinen Zweck hat, als die Menschen in der Tat zu beglücken, sie zu gewöhnen, an die Zukunft zu denken, sie aufzufordern, sich selbst, ihren Angehörigen und Lieben ein gutes Alter zu bereiten. Sich zu gewöhnen heißt es drin. Mhm. Und was heißt das? Sie zu gewöhnen, an die Zukunft zu denken. Ach so, aha. Ja. Also das sind so die Sätze, mit denen wir jetzt uns herumschlagen. Ja, und beziehungsweise auch auf der Suche sind, wie übersetzen wir das? Wie können wir das ich meine, es ist ein schöner Gedanke, dass Geld nicht nur Macht ist, sondern dass das Geld zur Zukunft ist, nicht? Nein. Das war damals sozusagen ein Mittel, die haben das halt verstanden als ein Mittel der Unabhängigkeit. Ja. Mach dich selbstständig. Individuum. Also es war das Zeit des Individuums. Du musst unabhängig werden. Du musst dich um dich selber kümmern. Es kümmert sich sonst niemand darum. Du musst damit sozusagen so umgehen, dass du sozusagen ein gutes Leben im Alter oder ich was hast. Und unser Auftrag, also diesen Auftrag, der ist ja sozusagen eigentlich ein gesellschaftsgestaltender und eigentlich ein sehr solidarischer. Und die Frage, die wir uns beschäftigen, eben als in der Situation, in der wir sind, ist, wenn wir so grundsätzliche Sachen diskutieren wie eben jetzt Hobbes, dann gibt es eben nicht nur das Negative, um zu sagen, ich tue dir nicht, was du mir nicht, sondern ich gestalte. Und bei der Gestaltung halte ich mich an gewissen Vorgaben, an gewisse Regeln oder an Inspirationen, oder an das Schöne am Ende des Tages, was immer das Schöne dann in gesellschaftsgestaltend bedeuten kann. Ja. Und da sind wir sprachlich nur nicht dort vom Gefühl, wo wir gerne sein würden, dass wir diese Motivation und diese Einstellung, diese diese kulturelle Tat, die es damals war, irgendwie ins 21. Jahrhundert übersetzen. Ja? Und es hat ja was Normatives. Ja. Nicht? Also ich muss hier ein bisschen, glaube ich, Skepsis einbringen. Ja. Bitte. Also ich finde dieses ganze Herumexperimentieren an dem alten Text und an der Idee, ich muss jetzt die Mission von damals hier in das 21. Jahrhundert fortsetzen und da muss es diese und jene Formulierung geben, das halte ich für vollkommen unproduktiv, hemmend und auch überflüssig, weil die erste Stiftung macht genau konkret gesehen in ihren Projekten eine Umsetzung ihrer Ideen und der dahinter stehenden Botschaften. Und es ist viel klüger, und da würde ich schon den
Vorschlag von Michael Köhlmeier aufgreifen, dass die erste sich anschaut, welche Projekte sie fördert und wo sie eingreift. Und die Förderung des Kunstbereichs ist auf jeden Fall in vielfacher Hinsicht extrem wichtig, weil Kunst einfach eine Sprache ist, die auch transnational funktioniert. Ich bin nicht gebunden an bestimmte ethnische Hintergründe, um Kunst zu vermitteln und zu übersetzen. Also Musik als Extrembeispiel, aber auch natürlich bildende Kunst. Und ich würde davor warnen, dass die erste Stiftung sich hier versucht, ein normatives, ein für alle Mal gegebenes Konzept zu geben, weil eine normative Identität hat die Institution bereits. Also ich habe mich unbehaglich gefühlt bei dem Satz, der hier vorgelesen wurde. Also die Sicherung und wie man, weil da kommt eine unglaublich starke Botschaft mit, wie man zu leben hat. Ich verstehe das, dass eine Bank auch eine gewisse zivilgesellschaftliche Aufgabe hat, und das hat die erste lange diskutiert, bin ja da länger schon eingebunden in die Diskurse, Financial Literacy, und dass man Menschen davor bewahren soll, dass sie also Geld verschleudern, überhaupt nicht einmal basal umgehen können. Aber warum? Weil Leid entsteht, weil Leid für die Familien entsteht und früher in den ganzen patriarchalen Strukturen natürlich extremes Leid für Frauen und für Kinder. Natürlich. Und, aber ich würde, also das ist, wenn Sie haben das so schön ausgedrückt. Sie haben gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen den negativen Momenten, was uns nicht angetan werden sollte, und dem Positiven. Und hier bitte wirklich sollte die erste sich negativ verstehen. Also diese Form von Leid, das dadurch entstehen kann, weil Menschen überhaupt nicht wissen, dass man sich Geld einteilen muss, solche Dinge. Absolut. Nein, aber absolut. nicht die Botschaft, wie man zu leben hat. Das war aber in diesen armen Priesterkulturen war beides immer wir haben beides. verbunden. Wir haben sozusagen nicht nur den armen Priester, wir haben auch sozusagen den Aufklärer. Ja. Dieser unglaublich schöne Satz aus dem König Lear, wo die Töchter sagen, du, was brauchst du das eigentlich noch? Und er sagt in diesen unfassbar berührenden Satz, ich glaube, das ist überhaupt das schönste Stück der ganzen Literatur, wo er sagt, gib dem Menschen nur, was er braucht, und sein Leben ist nicht mehr als das eines Tiers. Selbst der ärmste Bettler hat irgendetwas im Überfluss. Ich kann den Satz gar nicht sagen, ohne dass ich einen Knoten im Hals kriege. Das heißt, auch die Suppe wird nicht vom Boden geschleckt. Die wird in einem geformten Teller serviert. Und geformt ist immer Ästhetik. Und dass das zusammenhängt, eben, das habe ich schon gehört, auch in diesem Satz drin. Also, dass auch das basalste Leben gegen den Hunger sollte ein glückliches sein. Und glücklich ist verbunden mit Schönheit, oder? Auch das einfachste Messer hat eine kleine Verzierung, also wenn ich so sagen kann. Und dieser Satz vom König Lear, also auch der ärmste Bettler hat irgendetwas im Überfluss. Aber ich möchte schon war noch Widerspruch. Nein, da war schon ein bisschen ein Widerspruch, weil es gibt kulturbildende Traditionen, und wenn man die immer nur sich selbst überlässt, dann gleiten sie manchmal oder drohen manchmal einfach zu versiegen. So. Und diese Quellen sind ganz erheblich, und in unserem Kontext ist die Quelle die Eigentümerin, nämlich die Stiftung. Das ist ganz klar, weil als wir begonnen haben und gesagt haben, Moment einmal, es gibt ein gesellschaftliches Problem, immer noch des Zugangs für Finanzen. Dann haben wir haben niemanden genötigt, aber wir haben eine Situation geschaffen, wo allen klar war, wenn irgendjemand hier
ein Angebot für Menschen entwickeln muss, die kein Angebot haben oder die keinen Zugang haben und daher gesellschaftliches Leid und Exklusion sind es wir. Ja, aber genau. Aber das sind wir, ja, aber da kann das ist die zweite Bank ja, genau. Aber da jetzt, kann ich nicht nur sagen. Also das sind die Menschen, die nirgendwo anders im mehr Vorwerk ein gibt es nicht, Bankkonto. wir brauchen das nicht, bei uns gibt es das nicht. Aber sozusagen in jedem Bundesland gibt es das. Der Vorarlberg ist Anarchist. Ja, ist ein Anarchist, genau. Aber was ich nur sagen wollte, ist sozusagen, mir geht es jetzt nicht darum, vorzuschreiben, wie jemand lebt, um Gottes Willen. Ja, um das geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass es viele Beispiele gibt, wo ihr habt ja ein anderes, ist in Baden-Württemberg, der alte Bosch, der die Bosch Company gegründet hat und auch die Stiftung, der hat ihnen ganz einfach weitergegeben. Erstens, wir sparen, wir schmeißen nichts zum Fenster raus, so wie wir sind. Zweitens, wir kümmern uns um den anderen. Und drittens, wir forschen. Und drittens, wir forschen. Und wenn man sich anschaut, wie das Riesending heute funktioniert, es funktioniert immer noch ziemlich genau so, weil sie das sehr hoch halten und weil sie diese Kultur schätzen und prägen. Darum geht es mir. Und zu sagen, wenn so eine Riesenorganisation ein bisschen eine Kultur des Umgangs und des Miteinander, schwierig, aber oder ein Gefühl dafür oder hat, ein ne? Gefühl, sozusagen, wir müssen immer daran denken, ob wir so aufgestellt sind, dass wir immer die Gesellschaft mitdenken oder so, dann sind wir weit davon entfernt, jemandem vorzuschreiben, wie er zu leben hat, sondern eher quasi seine Ressourcen so einzusetzen oder so zu verstehen, dass er das Richtige, wieder so ein Punkt, wo man darüber streiten kann, was ist das Richtige, aber quasi im Denken an das andere oder an den anderen dabei Aber hat, wenn ich die Sache richtig überblicke, habt ihr ein enormes Werte-Commitment und das ist ja bereits da. Das ist einmal demokratischer Hintergrund, also demokratisches System, eine Konzeption von Zivilgesellschaft, die nicht in eine Gesellschaft ist, die von einer autoritären Strukturen überrannt und unterjocht ist. Ja? Also eine Gesellschaft auch, die sich ökonomisch entwickeln kann, die Ressourcen aufbauen kann, die neue Technologien nützt, die innovativ ist, die das alles ermöglicht, die auch jetzt bezogen auf die Bank natürlich auch mit Blick auf neue Formen, völlig neue Firmenstrukturen, die entstehen werden, im Blick hat. Ja? Also ich sehe nicht, dass es euch an Werte-Commitments fehlt. Ihr habt die ja alle schon. Nicht das schöne Wort Menschenfreund wegrenovieren. Ja. Bitte nicht dieses schöne Wort. Das ist so ein schönes Wort. Das ist ein guter Menschenfreund. Nein, das ist ein guter Hin, das kommt immer wieder. Es ist aber nur sozusagen, wir würden dem sozusagen gern wieder neue Aktualität geben, weil es bisher quasi nur kommt, wenn man historische Dokumente auspackt. Ja. Aber gegenwärtig ist es sozusagen in all dem, was im Moment an Texten und an jedes Team gibt sich dann ein neues Leitbild und da kommen diese Sachen alle nicht vor. Ja? Sondern das sind dann wir oder gemeinsam in einer Anstrengung darauf hinweisen, im Moment einmal aufpassen. Da gibt es eine vorhandene Kultur und alles, was wir jetzt tun müssen, und Herr Linde gibt ja recht, es ist ja nicht so, dass das nicht, wir müssen das nochmal kodifizieren. Wir müssen es noch einmal so hinkriegen. Es ist alles irgendwo da. Es ist nie wirklich. Es ist Sprache. Ja, das ist richtig. Ja, und welche Worte ich verwende, sagen wahnsinnig viel aus. Ja, aber da sind wir ja beim Punkt. Deswegen reden wir ja mit euch heute. Ja, denn nicht dieses Wort weg. Ich finde, es ist so ein so schönes Wort. Also ich würde warnen, dass es auch natürlich eine gewisse patriarchale Konnotationen hat. Ja. Und also man muss schon auch bedenken, dass sich die Gesellschaft jetzt diversifiziert hat, dass wir also weg sind vom, männliche, weibliche Identität sind wir schon längst weg. Das ist der Grund, warum wir das neu schreiben müssen. Sozusagen, ich hab's nicht. Weißt du? Und ich kann schon immer sagen, schauen wir da 200 Jahre. Ich muss, und das stimmt völlig mit der Sprache. Ich glaube nicht, dass wir viel neu erfinden müssen, aber wir müssen einmal uns hinsetzen, weil das, was wir 2016 publiziert haben, sozusagen einmal mit diesem Statement of Purpose, wenn ich das heute lese, da sind wir weit davon entfernt, einen aktuellen Stand des Nachdenkens, zum Beispiel, ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, über
Nachhaltigkeit. Das Marco, Wort Nachhaltigkeit oder dieses Ökologie. Wort. Ja, Bitte, ich hasse bitte es. Ich hasse es. streicht es. Nein, ich hasse es auch. Ja. Sozusagen, weil jede Dreckschleuder verwendet. Sozusagen. Aber vielleicht war es irgendwann einmal ein schönes Wort, das kann ja sein. Aber wir müssen ein neues finden, sozusagen, weil das nicht einmal vorkommt in dem Text von 2016. Ja? Das heißt, da sind wir sehr anfällig, weil wir nicht modern genug sind, um sozusagen nach vorne schauen zu können. Deswegen, ich gebe dir recht, es ist alles irgendwo da. Wir müssen nur einmal wirklich die Kodifikation schaffen, dass wir sagen, alle Philosophie was heute irgendwie Sprachkritik heißt, bedeutet oder so. Und die Sprache finden. Alle Philosophie ist Sprachkritik, oder? Also Nein. Die Worte muss man anschauen. Was heißt, also ich würde das ja wahnsinnig gern machen, so hergehen und einzelne Worte so unter die Lupe nehmen, bis sie zerfallen oder standhalten. Ja, nein, also... Wenn es Nachwirksamkeit heißen würde, könnte ich noch verstehen, aber Nachhaltigkeit... Was hält nach? Oder wenn es ein Nachhall wäre, könnte ich auch noch verstehen, aber Nachhaltigkeit, was heißt das? Ja, vor allem, so wie wir jetzt leben, ist es ja nicht nachhaltig. Das heißt, so weit ist der Michael noch gar nicht. Ja, so weit bist du noch gar nicht. Oder? Sondern das ist völlig richtig. Gibt das Wort sich selber recht? Das ist also die Frage. Behält dieses Wort das, was es uns verspricht? Und ich würde sagen, na. Das hält es nicht, weil was wird nachgehalten? Oder? Da darf man so nicht denken. Also das ist halt das Wort ist da, jeder weiß. Ich weiß jetzt gar nicht, was es bedeutet. Es hält nach. Also, ich würde ein ganzes Seminar machen darüber, wenn ich ein germanistischer Professor wäre. Wir reden jetzt nur über Nachhaltigkeit. Ein ganzes Seminar, ein ganzes Semester. Das ist nicht uninteressant. Also, so Worten so nachzugehen, so lange. Oder ich meine, wie ernst das die Grimms genommen haben in ihrem Lexikon. Wenn man sich das mal, ich habe das zu Hause, habe ich irgendwann geschenkt gekriegt, die DTV-Ausgabe für 33 Bände, dünn geschrieben, zweispaltig. Wie jedes Wort da analysiert wird bis zum letzten hinein. Das ist gesund. Also für den Kopf. Es ist gesund. Und dann bleiben manche Worte nicht übrig, die können nicht standhalten. Und meines Erachtens, Nachhaltigkeit kann dem nicht standhalten, dem Wort. Gut, nachhaltig diskutieren. Ich würde auch sagen, das sage ich jetzt, manche Feminisierungen, finde ich, halten nicht stand. Wenn ich jetzt mit dir per Du bin und sage, du bist mein Freund, so würdest du das wahrscheinlich nicht gelten lassen. Aber wenn ich sage, du bist meine Freundin, sagt das was anderes aus, als wenn ich sage, du bist mein Freund. Oder nicht? Wir machen einen ganz kleinen Exkurs. Ja, genau, aber den Exkurs müssen wir nachher machen. Der Exkurs, ich finde, das passt jetzt schon rein, weil wir ja vom Menschenfreund ausgegangen sind. Und das hast du ja zitiert da drin. Ja, ja. Ist das ein Unterschied, ob ich sage, du bist mein Freund oder du bist meine Freundin? Ja, das ist ein gewaltiger Unterschied, finde ich. Von den semantischen Konnotationen ganz sicher. Wie ich das meine, ist sowohl die Frau als auch der Mann enthalten. Ja. Jetzt muss das Kleinreden hier. Nein, das ist mein Geschäft. Darüber zerbrechen wir den ganzen Tag den Kopf über solche Fragen. Das bringt nichts, gell? Mal. Mir bringt so viel Tantiemen, dass ich davon leben kann. Immerhin. Die bringe ich dann auf die Bank, oder? Und dann kriege ich Zinsen. Ja, leider im Moment nicht. Also nicht, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Okay. Negativzinsen. Wir kommen nach einer großen Wanderung, nach einer schönen großen Wanderung, zu einem, wie man sagen, zeitlichen Ende des Gesprächs. Leider. Ja, leider. Ja. Christian. Wir haben eine Schlussfrage, die haben wir jetzt allen Menschen gestellt, die hier mit uns über die verschiedenen Themen gesprochen haben. Und die Frage lautet, und ich möchte sie zuerst Ihnen stellen, wenn Sie aus einem Zufall heraus eine Bank geschenkt bekämen, was würden Sie damit tun? Eine Bank, ich geschenkt bekommen? Ich würde schauen, dass der ein florierendes Bankunternehmen wird, ja. Das habe ich nicht verstanden. Ich würde schauen, dass es ein florierendes Bankunternehmen wird, ja. Weil wenn ich sie geschenkt bekomme und dann sie bankrott geht oder so, hätte ich ein
gewisses Problem mit dem, was mir da anvertraut wurde. Ja? Also es gibt schon gewisse Verbindlichkeiten, die mit Institutionen kommen, mit Akten, und mit Geschenken geht man respektvoll und achtungsvoll um. Und also bankrott sollte ich sie nicht wirtschaften. Und ich würde mich hüten davor, sie in eine, wie sagt man, in eine mafiöse Institution umzufunktionieren. Wenn sie das nicht schon ist. Ja, dann würde ich vielleicht das Geschenk als solches nicht annehmen. Okay, Michael? Daran anschließend würde ich zuerst fragen, wer schenkt sie mir und warum schenkt er sie mir? Und drittens, warum ausgerechnet mir? Hat er sich vorher nicht erkundigt, wie ich, was für Talente ich auf diesem Gebiet habe? Offensichtlich nicht, weil sonst würde er mir es nicht schenken, außer er hat Motive, die ich nicht durchschaue, und dann wäre ich ihm gegenüber skeptisch. Also ich würde es nicht annehmen, weil ich wüsste, ich würde nur damit einen Unfug machen. Ich würde, wie du sagst, ich würde mit dem nicht würdig umgehen können. Das Geschenk wäre für mich zu groß. Okay. In dem Fall akzeptieren wir diese Antwort. Wir hätten was vorgehabt. Aber in dem Fall, Die Karriere als das tut uns CEO jetzt leid. ist Also mit gestorben. einmal im Leben damit die ist es Chance gehabt, vorbei. eine Bankgeschenk zu bekommen, Genau. vermasselt. Aber wir wollen uns bei euch bedanken für dieses Gespräch. Wir werden sehr viel darüber nachdenken müssen, Christian, was wir daraus ziehen. Ja. Aber das war ja auch der Grund, warum wir diese Kolloquien gemacht haben. Wir nehmen jedenfalls den Appell für die Form mit. Und für die Schönheit. Und für die Schönheit als jener Teil, der die Emotion anspricht und jenen Teil des Menschen, der vielleicht motiviert oder motivierend sein kann.